Stopp, Philipp. Wir drehen doch jetzt. Okay. Also, diese Woche Get Rich Quick. Permanent sehe ich in meinem Facebook-Feed irgendwelche Anzeigen von Leuten, die E-Books oder andere digitale Produkte verkaufen wollen, für meistens doch sehr, sehr viel Geld und da irgendwelches Wissen versprechen. Ich finde es total spannend zu beobachten aus Marketing-Sicht, wie diese Leute am Ende Marketing machen, was deren Funnel ist, ob die es schaffen, sozusagen Schritt für Schritt am Ende mit uns allen Geld zu verdienen, ob sie genug Leute finden, die ihren Kram kaufen oder nicht und was da eigentlich passiert. Und deswegen haben wir unseren OMR Performance Marketing Experten Christoph Mühle gebeten, sich das mal anzuschauen. Und ich habe mit ihm länger darüber gesprochen, wie das so geht, im Internet vermeintlich viel Geld zu verdienen. Also, ciao, bis gleich. Christoph, grüß dich! Du bist ja unser OMR Money Guy. Du machst ja immer die ganzen geilen Performance-Kampagnen hier bei uns. Und wir haben darüber gesprochen, du wolltest dir mal anschauen mit diesen ganzen Get-Rich-Quick-Typen, die so im Internet unterwegs sind, wie die das machen, was die für Marketing-Funnels bauen und was man da so lernen kann. Was hast du dir genau angeschaut? Aufgefallen ist eine Videoanzeige im Facebook-Newsfeed, in der ein Online-Marketer Insiderwissen für Instagram offenbar an einem digitalen Produkt verkaufen möchte. Er spricht von schon sehr krassen Einnahmen, die er über die Plattform erzielt hat, und dieses Wissen möchte er jetzt uns verkaufen. Er leitet uns dazu auf eine Landingpage, und auf der Landingpage können wir gegen Abgabe unserer E-Mail-Adresse an einem kostenfreien Webinar teilnehmen. Was glaubst du, wie bist du eigentlich initial in seinen Funnel reingeraten? Also warum hast du die erste initiale Video-Ad überhaupt gesehen? Am Anfang stand, wie gesagt, die Video-Audience. Vermutlich war es so, dass er mich über Interessenstargeting erwischt hat. Ich habe ja Online-Marketing-Manager in meinem Jobtitel zum Beispiel drin. Weiterhin habe ich Seiten geliked, die einen Online-Marketing oder die einen digitalen Marketing-Bezug haben. Das ist auf jeden Fall möglich. Ebenfalls könnte ich auch Bestandteil von der Lookalike-Audience gewesen sein, die er über seine bisherigen Webinarteilnehmer gebildet hat. So, und wie ging es dann weiter? Ich habe ja meine E-Mail-Adresse gegen Teilnahme im Webinar getauscht. Dann habe ich zunächst eine Bestätigungs-E-Mail bekommen für das Webinar, welches am nächsten Tag gegen Abend um 19:30 Uhr stattfinden sollte. Und dann habe ich am nächsten Tag morgens eine weitere E-Mail bekommen und eine Erinnerungs-E-Mail direkt vor Start des Seminars, beiden mit Links in das Webinar selbst. Und du hast dann nach diesen beiden Reminder-E-Mails natürlich auch pflichtschuldig am Webinar selber teilgenommen. Selbstverständlich. Ich habe dann 1,5 Stunden meiner Zeit geopfert, um mir sehr wertvolles Instagram-Marketing-Insider-Wissen anzueignen. Und am Ende wurde dann auch endlich der Vorhang über dem eigentlichen Produkt gelüftet, welches es zu kaufen gab. Und das eigentliche Produkt war wie teuer und gab es da Discounts und wie ging es dann weiter? Das eigentliche Produkt war ein Instagram-Marketing-Komplettkurs vom Start über Bildbearbeitung, über Werbeanzeigen, über Influencer-Marketing, das komplette Paket, was initial eigentlich 3.600 € kosten sollte, und es gab es dann zum super Sonderpreis von 247 €. Okay, das hast du dir nicht gekauft, das wollte für die Firma die Ausgabe nicht freigeben, aber wie ging es dann weiter? Mich hat es eigentlich gewundert, dass ich im Nachhinein, nachdem ich das Produkt nicht gekauft habe, nur eine weitere Nachfass-E-Mail bekommen habe. Ich hätte eigentlich erwartet, noch 1-2 Mails weiter zu bekommen und entsprechend auch Retargeting-Anzeigen auf Facebook. Wir sehen jetzt ja hier skizzenhaft den Funnel, den du gerade beschrieben hast, den du durchlaufen bist. Kannst du mal für uns so beispielhaft die Conversion Rates in den jeweils einzelnen Schritten des Funnels für uns schätzen? Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil es unheimlich viele Variablen im gesamten Funnel gibt. Von daher kann man das immer nur näherungsweise und nie genau sagen. Wir haben uns aber nochmal in unserem OMR-Netzwerk mit anderen Online-Marketern zusammengesetzt und Sachen diskutiert. Und wir sind der Meinung, dass man mit so einer Anzeige je nach Targeting zwischen 1 und 2% Besucher auf die Landingpage bekommt. Höchstwahrscheinlich ist es gut, wenn man etwas über 10% zu Webinarteilnehmern letztendlich konvertiert. Und ein Problem dürfte sicherlich innerhalb des Webinars die No-Show-Rate sein. Das zeigen ja auch diese 2 E-Mails, die am gleichen Tag rausgesendet werden, die dann letztendlich diese No-Show-Rate klein halten sollen. Und dann würden wir schätzen, dass die Conversion-Rate auf das digitale Produkt zusammen mit der einen Nachfass-E-Mail bei ungefähr 5%
auf die Webinarteilnehmer liegen sollte. Und da muss sie letztendlich auch liegen, denn sonst bei den normalen Facebook-Werbekosten und den Umsätzen durch das Produkt ist man da schon bei auch hohen Kosten. Jetzt haben wir gerade gesehen, was das Produkt kosten soll. Massiver Rabatt, aber trotzdem immer noch 250 € übrig. Was glaubst du, kostet Ihnen diese Order nach allen Funnel-Schritten? Ein echtes Schnäppchen. Ich würde schätzen, dass die Order Ihnen, wenn ich sie gemacht hätte, um 200 € gekostet hätte. Okay, das heißt, wenn er sein Marketing im Griff hat, hat er 50 € Marge bei jeder Transaktion. Nicht ganz. Das Produkt verkauft er bei Digistore. Digistore veranschlagt 7,9% für Produkte unter 1.000 € plus einen weiteren Euro pro Transaktion. Das würde noch davon abgehen. Jetzt sind ja solche Get-Rich-Quick-Produkte und solche Nischen-E-Books, Digitalprodukte meistens so ein bisschen, schlecht beleumundet, muss man vorsichtig sagen. Wie ist denn dein Eindruck, wie kommt dir das Ganze so vor? Also die Zahlen, mit denen er wirbt, sind natürlich absolute Traumzahlen, die wir nie gesehen haben, die Bekannte nie gesehen haben, vermutlich auch nie sehen werden. Das verkauft er, das ist sein Aufhänger, mit dem er sein digitales Produkt letztendlich an den Mann bringen möchte. Der Rabatt kam mir sehr groß vor, so als ob man mich jetzt sofort möglichst schnell, ohne durch diesen Rabatt einfach konvertieren möchte. Ist denn jetzt trotzdem deiner Einschätzung nach der Unternehmer, der das jetzt hier macht, damit sehr reich geworden? Also fast 50 €, Marge ist ja viel Geld. Kann man das jetzt 1000-fach machen oder wie schätzt du das ein? Das hängt sehr von seinem Targeting ab, wie spitz, wie breit seine Zielgruppen sind. Meiner Einschätzung nach wäre, dass der Leadpreis oder der Order oder der CPO sehr schnell ansteigen wird, nach wahrscheinlich 1 bis 2 Wochen. Dass er sich dann Gedanken machen muss nach neuen Creatives, neuen Video-Ads, neuen Geschichten, um das Rad dann neu zu drehen. Facebook ist sehr, sehr, sehr schnelllebig, was das betrifft. Und dann muss man auch erstmal wieder ein weiteres Szenario finden, in dem das genau so funktioniert, in dem diese Kennzahlen so sind, wie wir sie skizziert haben. Das ist auf jeden Fall kein nachhaltiges Produkt mit einer nachhaltigen Strategie dahinter. Ich würde sagen, dass er damit maximal in der Lage ist, niedrige dreistellige Käuferzahlen zu generieren. Hältst du denn für realistisch, dass die Grundaussage aus 100 € habe ich knapp 200.000 € gemacht, irgendwie möglich ist? Also ich gebe mir natürlich Mühe, auch hier intern solche Kennzahlen mal zu erzielen. Ich kenne aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis Best Cases, wo von Faktor 200 auf den Adspend die Rede ist, also aus 100 € 20.000 € Umsatz zu machen. Aber das andere halte ich für, also aus 100 € 197.000 halte ich für extrem ambitioniert. Okay, man wird ja noch träumen dürfen. Ich bin froh, dass du dich hier ums Marketing kümmerst. Ich hau jetzt ab. Ciao, ciao. So, jetzt ganz kurz noch Bitte an euch. Macht mit, schreibt uns, welche Beispiele ihr kennt für sehr cleveres, sehr geschicktes Funnel-Marketing, also wo Leute oder Firmen sehr gute Funnels aufgebaut haben, über die dann schrittweise Menschen in Käufer konvertiert werden. Wir danken für eure Hinweise. Ciao, ciao.